hatte mal einen Hasen, der hieß Hoppel. Das wird man nie vergessen, ne? So eine Meisterschaft. Wir machen heute eine Pressekonferenz, das wisst ihr, mit Erik Maxim Choupo-Moting. Den kennt ihr auch. Der hat sich vorbereitet, weil er weiß, er kriegt Fragen von euch Schwierige gestellt. Fragen, Aber ja. er als Papa ist es gewohnt, dass er gelöchert wird. Ne? Also, seid ihr alle bereit? Ja. Ja, das ist schön. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Hallo, ich bin der Julian. Ich bin 7 Jahre alt. Ich komme aus Limburger Hof. Und meine Frage an dich ist, warum wolltest du Fußballspieler werden? Gute Frage. Geht schon los. Hallo Julian erstmal. Angefangen im Verein habe ich mit 6 Jahren, aber ich glaube, gegen den Ball habe ich schon mit 3 Jahren das erste Mal getreten und da haben meine Eltern mir gesagt, dass ich einfach immer riesen Spaß daran hatte. Wie das gekommen ist, weiß ich nicht genau selber, aber ich glaube, ich hatte einfach am meisten Spaß, gegen den Ball zu kicken. Und dann kamen natürlich Freunde dazu und wie du das wahrscheinlich auch machst in der Schule oder vorher im Kindergarten. Wenn man zusammenspielt, hat man am meisten Spaß und das hatte ich einfach immer beim Fußballspielen. Und seitdem war dann, seit klein auf war dann Fußball einfach mein Lieblingssport. Und dann habe ich halt immer Fußball spielen wollen. Wie lebt man als Fußballspieler? Wie lebt man als Fußballspieler? Oh, wie lebe ich? Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Mein Sohn ist 9 Jahre alt, meine kleine Tochter ist 2 Jahre alt. Und Fußball ist immer meine Leidenschaft gewesen. Trainiere jetzt zurzeit regelmäßig, habe fast jeden Tag Training mit dem FC Bayern. Hier, das Trainingsgelände hast du gesehen, oder? Genau, da trainiere ich fast jeden Tag. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Da feuerst du uns wahrscheinlich vorm Fernseher dann an oder auch mal im Stadion. Und ansonsten habe ich ein schönes Familienleben. Ich kümmere mich viel um meine Familie, um meine Kinder. Genau, das ist das Wichtigste für mich. Ich bin der Loris, bin 10 Jahre alt und komme aus Rankweil. Meine erste Frage ist, wann hast du deinen ersten Fußball bekommen? Hi Loris, auch eine gute Frage. Meinen ersten Fußball? Ich glaube, ich muss meine Eltern mal fragen. Ich weiß das selber nicht genau. Wahrscheinlich so mit 5, würde ich sagen. Hallo, mein Name ist Luisa. Ich bin 8 Jahre alt und ich komme aus Rammersdorf. Und meine erste Frage ist, wenn du die Zeit zurückspulen würdest, würdest du dann auch Fußballer werden? Auf jeden Fall, weil Fußball ist meine Leidenschaft. Ich liebe Fußball spielen. Und es war schon seit klein auf mein Traum, halt einfach immer weiter Fußball zu spielen. Als ich so alt war wie du, da habe ich noch nicht davon geträumt, vielleicht jetzt ein Profifußballer zu werden. Aber ich habe davon geträumt, im Stadion zu spielen, wie die anderen, wie ich es jetzt auch mache. Und letzten Endes ist es dann natürlich zu dem Beruf geworden. Und jetzt bin ich ein professioneller Fußballspieler und ja, würde das immer wieder werden wollen. Ich heiße Alena, bin 7 Jahre alt und komme aus Kassel. Meine Frage ist, ob du Haustiere hast. Ich habe kein Haustier. Ich hatte mal einen Hasen, als ich ganz klein war. Der hieß Hoppel. Der war super süß. Aber nee, ein Haustier habe ich nicht. Eventuell lege ich mir mal einen Hund zu. Mein Sohn möchte sehr, sehr gerne einen Hund haben. Hallo, ich bin der Luca, ich bin 10 Jahre alt und komme aus Alzenau. Und meine Frage an dich ist, wer war dein Lieblingstrainer? Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wer mein Lieblingstrainer ist. Zu wem ich natürlich eine besondere Beziehung habe, eine sehr positive, ist zu unserem aktuellen Trainer, weil der hat mich damals zu Mainz 05 geholt. Ich habe 3 Jahre bei Mainz 05 gespielt. Da war Thomas Tuchel Trainer. Dann war er Trainer bei Paris Saint-Germain und da habe ich auch 2 Jahre unter ihm gespielt. Und jetzt ist er hier hingekommen. Und ja, ich hatte immer eine gute Zeit mit ihm. Und ich denke, dass es ein sehr, sehr guter Trainer auch ist. Ansonsten hatte ich sehr, sehr viele gute Trainer in der Vergangenheit. Also es ist nicht einfach zu sagen, wer der Beste war. Mein Name ist Eyüp Hamza. Ich bin 8 Jahre alt und komme aus Allach. Und meine erste Frage an dich ist, wen mögtest du am meisten, wo du klein warst? Als ich ganz klein war, hatte ich, ich würde sagen, 3 Fußballer, die ich super fand. Einmal Ronaldinho. Kennst du den? Zidane, Zinedine Zidane und Samuel Eto'o. Hallo, ich bin der Fabian. Ich bin 8 Jahre alt und ich wohne in Glonn. Meine erste Frage an dich ist, wie ist dein Privatleben? Gehst du normal einkaufen, ins Kino oder ins Schwimmbad? Hi, mein Privatleben ist eigentlich ein ganz normales.
Ich gehe gerne ins Kino, wenn ich die Zeit habe. Früher bin ich natürlich öfter ins Kino gegangen, als ich noch keine Kinder hatte. Jetzt habe ich 2 Kinder und kümmere mich sehr viel um die. Und die Zeit ist auch nicht mehr ganz so viel da. Ins Schwimmbad gehe ich auch gerne. Und was war das dritte? Ob ich ins Kino gehe, ins Schwimmbad? Einkaufen gehe ich auch. Ja, gehe ich nicht ganz so oft, weil meine Frau das zum Glück mehr macht für mich. Aber ab und zu gehe ich natürlich auch einkaufen. Und auch ein bisschen Klamotten und das alles natürlich, das gehört auch dazu. Aber zum Beispiel Lebensmittel, das macht meine Frau mehr. Weil die kann ganz gut kochen. Ich bin der Jona, bin 8 Jahre alt und lebe in Gusenburg. Ich wollte dich fragen, wie viele Tore hast du früher geschossen? Ich fand es immer wichtig, Tore zu schießen, aber es war nicht das Wichtigste. Für mich war es immer wichtiger, am Ende einfach zu sagen zu können, ich habe ein gutes Spiel gemacht und wenn ich Vorlagen gegeben habe und Hauptsache, wir haben gewonnen als Mannschaft, das ist das Wichtigste gewesen. Wenn ich dann noch ein Tor schießen konnte, umso besser. Hallo, mein Name ist Leonhard, ich bin 9 Jahre alt, ich komme aus der Lüneburger Heide und meine Frage an dich ist, wie bist du Profifußballer geworden? Wie ich ja schon gesagt habe, ist Fußball immer meine Leidenschaft gewesen und das Wichtigste ist einfach, dass man immer Spaß hat am Fußballspielen. Und es wird sicherlich mal Momente geben, wo der eine oder andere dir sagt, das hast du nicht gut gemacht oder du bist vielleicht nicht gut genug oder du hast heute schlecht gespielt und da musst du einfach weitermachen und das darfst du nicht zu ernst nehmen manchmal und du darfst dich nie unterkriegen lassen und das Wichtigste ist, dass du Spaß hast, mit deinen Freunden Spaß haben und so bin ich eigentlich durch mein ganzes Leben gegangen und es hat mir immer Spaß gemacht, Fußball zu spielen und wenn du immer viel trainierst natürlich und Gas gibst und an den Sachen arbeitest, in denen du noch nicht so gut bist zum Beispiel, dann wirst du automatisch besser. Und so wirst du dann Step by Step irgendwann vielleicht Profi, weil du wirst natürlich älter, es gucken mehr Leute zu und mehr Leute sehen, oh, du bist ja echt ein guter Spieler. Und so war es dann bei mir, dass ich dann letzten Endes, ich bin in Hamburg aufgewachsen, nicht so weit weg von dir. Kennst du Hamburg, oder? Lüneburger Heide ist nicht so weit weg. Ich habe bei St. Pauli gespielt in der Jugend. Und dann bin ich irgendwann mit 15 oder mit 16 zum HSV gewechselt. Und ich würde sagen, ab 15, ab 16, da beginnt dann so die Zeit, wo man darüber nachdenkt oder wo Leute auf dich zukommen und dir sagen werden, oh, du könntest vielleicht Profi werden. Und du merkst, ja, das wird jetzt der nächste Schritt. Und so ist es bei mir gewesen. Mein Name ist Fabio, ich bin 8 Jahre alt und komme aus Eiching. Meine erste Frage lautet, auf welcher Position hast du gespielt, wo du Fußball angefangen hast? Meistens habe ich im Mittelfeld gespielt. Rechtes oder linkes Mittelfeld. Manchmal auch auf der 10, aber ich war so ein kleiner Allrounder im Mittelfeld. Das hat mir am meisten gefallen, weil da kriegt man natürlich ganz viele Pässe, man kann ganz viele Pässe geben, man kann auch mal ein Tor schießen. Und dann wurde ich aber auch schnell zum Stürmer. Also eigentlich zwischen Mittelfeld und Sturm. Hallo, ich bin der Luis, bin 8 Jahre alt, komme aus Mills und meine erste Frage lautet, wie fühlt sich es an, Meister zu werden? Das ist auch eine sehr gute Frage. Wie fühlt sich das an? Sehr, sehr gut. Und gerade so wie wir jetzt Meister geworden sind, fühlt es sich noch besser an. Also du hast es ja gesehen, oder? Ja. Und verfolgt. Das war ja wirklich so knapp. In letzter Sekunde Jamal Musiala mit einem super Tor. Und du hast die Bilder gesehen, oder? Wie glücklich wir waren. Und ich glaube, jeder in ganz München ist super glücklich gewesen. Und bis jetzt, bin ich einfach nur happy. Und das wird man nie vergessen, ne? So eine Meisterschaft. Hallo, ich heiße Maxim, ich bin 7 Jahre alt. Maxim wie ich. Und ich komme aus Augsburg. Meine erste Frage lautet, ab wie vielen Jahren hast du angefangen, Fußball zu spielen? Hi Maxim, du weißt, dass ich auch Maxim heiße, oder? Ja. Ja. Perfekt. Ich habe im Verein angefangen mit 6 Jahren. Das war mein erster Verein in Hamburg. Aber vorher habe ich natürlich auch schon so im Garten mal oder auf dem Bolzplatz gespielt. Aber mit 6 Jahren bin ich im Verein gekommen. Bitte schön. Ich bin Lilly, bin 11 Jahre und komme aus der Nähe von Hoffenheim. Was ist dein schönster Moment in deiner Karriere bis jetzt gewesen? Zum einen meine allererste Weltmeisterschaft, die ich gespielt habe.
2010 mit Kamerun, weil es für mich immer mal ein Traum war, mit Samuel Eto'o an meiner Seite, weil es immer mal ein Traum war für mich, eine WM zu spielen. Dann war natürlich meine erste deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern München zu feiern, was sehr Besonderes für mich. Meine erste Meisterschaft, ich war vorher bei Paris Saint-Germain, die dort zu feiern, weil das war meine erste Meisterschaft überhaupt in meiner Karriere. Und ansonsten mein allererstes Bundesligaspiel natürlich. Ich bin Profi beim HSV geworden und das war schon ein besonderer Moment und da war nicht nur ich, sondern meine ganze Familie sehr, sehr stolz. Ich bin Marco, ich bin 8 Jahre alt und komme aus Pullach. Und meine erste Frage lautet, wie bist du zum Bayern gekommen? Ich war vorher bei Paris Saint-Germain und denke, dass ich auch vorher schon immer mal ganz gut gespielt habe. Und wenn ein Team, ein Verein einen guten Spieler braucht, dann kontaktieren die den und ja, bei mir war es dann so, dass ich, oder auch meine Berater vor allem, Kontakt mit dem FC Bayern aufgenommen haben. Die haben sich bei denen gemeldet. Und für mich war das dann natürlich direkt klar, wow, da möchte ich natürlich hin, weil Bayern München ist ein super Verein, einer der besten Vereine der Welt. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass Bayern mich haben wollte. Bin jetzt hier seit knapp 3 Jahren, gehe jetzt in meine 4. Saison und bin sehr happy, ja. Hallo, ich bin die Anna, ich bin 10 Jahre alt und komme aus Pullach. Und meine erste Frage lautet, mit wem aus der Mannschaft verstehst du dich am besten? Ich verstehe mich mit Upamecano sehr gut, muss ich sagen. Mit Leroy Sané, den ich auch schon seit langem kenne, weil ich habe ja auch schon auf Schalke mit ihm zusammengespielt. Mit wem verstehe ich mich noch sehr gut? Ich verstehe mich mit Serge Gnabry auch sehr gut. Ich verstehe mich... Mit dem Rest verstehe ich mich auch super gut, aber mit denen natürlich nochmal, ja, vielleicht nochmal einen Ticken mehr, aber ja, eigentlich verstehe ich mich mit allen aus der Mannschaft gut. Hallo, ich bin Annalena, bin 6 Jahre alt und komme aus Watteding. Und meine erste Frage ist, welches Bein ist kräftiger? Ich bin Rechtsfuß, also mein rechtes Bein ist stärker. Da kann ich echt besser mitschießen. Stärker, präziser, mit links bin ich noch nicht so gut. Das muss ich noch, da kann ich echt noch ein bisschen trainieren. Hallo, ich bin Luisa, bin 9 Jahre alt, komme aus Watterding und meine Frage an dich ist, wieso hast du dir den FC Bayern ausgesucht? Warum habe ich mir den FC Bayern ausgesucht? Weil Bayern für mich der beste Verein in Deutschland ist und einer der besten Vereine der Welt. Und ich fühle mich bestätigt, weil es macht Riesenspaß. Seit 3 Jahren bin ich hier. Ich habe super viel Spaß mit den Jungs. Ich habe viel Erfolg und das ist auch ein Verein, in dem ich mich auch noch weiterentwickeln kann. Also ich habe auch noch viel gelernt hier in der Zeit und du siehst ja, mit was für Fußballern ich zusammenspiele und das ist echt ein toller Verein. Und du hast den richtigen Verein ausgesucht als Fan. Ich bin der Valentin, 10 Jahre alt, komme aus München und wollte dich fragen, was vermisst du aus Hamburg? Oh, was vermisse ich aus Hamburg? Natürlich ein paar Freunde, weil dort bin ich aufgewachsen und meine engsten Freunde, die kommen nach wie vor aus Hamburg. Meine Familie lebt auch noch, also meine Eltern leben in Hamburg. Die Elbe vermisse ich ein bisschen. Ich bin an der Elbe aufgewachsen. Wer kennt die Elbe? Genau, ja, sehr gut. Und das ist auch sehr, sehr schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Meiner Meinung nach sind Hamburg und München die schönsten Städte Deutschlands, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dort, wo ich aufgewachsen bin in Hamburg, das ist schon immer wieder was Besonderes, wenn ich dort bin. Fischers Park ist so ein Park, da habe ich immer trainiert. Der ist bis heute ein sehr, sehr cooler Fußballplatz. Und wenn ich da bin, dann kommen die ganzen Erinnerungen hoch und ja, dann vermisse ich das schon ab und zu ein bisschen. Hallo, ich bin Lias, ich Hi. bin 12 Jahre alt und komme aus Hamburg. Aha. Und ich wollte fragen, neben wen sitzt du im Mannschaftsbus? Im Mannschaftsbus sitze ich an einem Vierertisch. Links neben mir sitzt Serge Gnabry, gegenüber von mir Kingsley Coman und Jo Kimmich. Wir sind eine gute Ecke da. Wir haben viel Spaß, wir spielen viel Uno. Kennt ihr Uno? Ja, ich bin der Uno-King. Aber Serge versucht manchmal ein bisschen zu schummeln. Nächstes Mal, wenn ihr mit dem mal Kontakt habt. Wer ist der am meisten von euch gewinnt? Ah, Kingsley, ich weiß nicht warum. Irgendwie,
Hatte immer gute Karten. Warum trägst du die Nummer 13 auf dem Rücken? Zum einen mag ich die Nummer 13 einfach. Irgendwie, weiß nicht warum, finde ich, ist es eine coole Zahl. Und als ich mein erstes Spiel für die Nationalmannschaft gemacht habe und meine erste WM gespielt habe, habe ich die Nummer 13 bekommen. Und seitdem habe ich gesagt, das ist meine Lieblingszahl, die möchte ich, wenn ich kann, haben. Wie lange muss man als Fußballspieler trainieren? Wie lange? Wir trainieren meistens so 1,5 bis 2 Stunden, haben aber dann noch Besprechungen manchmal, Behandlungen, wenn der ein oder andere Spieler vielleicht verletzt ist. Aber wir trainieren jeden Tag. Also, und in der Vorbereitung trainieren wir auch dann 2-mal am Tag. Das kann dann sogar bis zu 4-5 Stunden werden und das ist dann richtig anstrengend. Und das gehört auch dazu. Manchmal macht das, also eigentlich macht es immer Spaß, aber manchmal musst du natürlich auch so ein paar Übungen machen, wo du sehr viel laufen musst, ohne den Fußball dabei. Das macht dann manchmal ein bisschen weniger Spaß, ist aber auch sehr, sehr wichtig, damit man eine gute Kondition hat auf dem Platz. Wie hast du dich bei deinem ersten Titel gefühlt? Ich war super stolz, weil wenn man Profifußballer wird, dann träumt man ja davon, auch mal Meister zu werden, eine Schale hochzuhalten und ja, das Größte zu erreichen, was man erreichen kann. Und das dann geschafft zu haben, war ein besonderer Moment für mich. Ich war super happy und ja. Meine zweite Frage ist, was dachtest du dir vor dem Spiel gegen Köln? Ich habe mir nur gedacht, bitte, bitte, bitte werden wir Meister. Wir müssen erstmal unser Spiel gewinnen, das war das Wichtigste, habe ich gedacht. Weil ich wusste, in Köln zu gewinnen ist nicht einfach. Und dann habe ich einfach nur gehofft und fest daran geglaubt, dass die Mainzer uns helfen. Ich habe ja 3 Jahre bei Mainz gespielt und ich hatte eine sehr gute Zeit da. Und Thomas Tuchel war ja auch Trainer bei Mainz. Und ich habe mir gedacht, nee, die werden uns helfen, dass wir Meister werden. Die werden gegen Dortmund ein gutes Spiel machen und nicht verlieren. Und so ist es gekommen. Hast du noch andere Hobbys außer Fußball? Ja, Musik liebe ich. Ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich höre fast jeden Tag zu Hause Musik. Meine Familie zum Glück auch, meine Frau, mein Sohn. Wir hören alle gerne Musik, tanzen gerne ein bisschen zu Hause. Und Basketball spiele ich sehr gerne. Das sind meine 2 größten Hobbys, ja. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe Kinder Fußball spielen sehen, ich habe Fußballspiele im Fernsehen gesehen und ich wollte einfach auch Fußball spielen. Irgendwie war es für mich cool, dann habe ich einen Ball gehabt irgendwie und dann habe ich angefangen zu spielen, auch mit Freunden und seitdem hat mir das am meisten Spaß gebracht. Ich habe auch mal Taekwondo gemacht oder ausprobiert, besser gesagt. Wasserball habe ich sogar mal gemacht, aber das Coolste, also das Beste für mich war immer Fußball. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will nur noch Fußball spielen. Was hast du dir gedacht, als Tuchel zum 3. Mal dein Trainer wurde? Ich habe mich gefreut, weil ich eine gute Zeit unter ihm hatte und ich weiß, dass es ein sehr guter Trainer ist, der eine Mannschaft auf jeden Fall besser machen kann. Wo fährst du gerne in den Urlaub hin? Ich fahre gerne nach Spanien, ans Meer. Ich fahre gerne nach Griechenland. Und ich fahre, wo fahre ich auch noch sehr gerne hin? Wo fahre ich auch viel? Ich fahre gerne nach Kamerun. Da kommt mein Papa her. Ja, ich würde sagen, das sind so die Länder. Ansonsten, was ist noch sehr schön? Italien ist natürlich schön. Ja. Aber auf jeden Fall irgendwo hin, wo es warm ist, weil ich liebe die Sonne. Und am besten auch noch irgendwo hin, wo man Sonne, Strand und Meer hat. Was ist dein Lieblingsessen? Es gibt ein kamerunisches Gericht, das heißt Beignet Haricot. Das besteht aus Reis, dann noch eine Soße aus Bohnen und so wie Mini-Krapfen, kann man sagen, die man dazu isst. Ich würde sagen, das ist mein Lieblingsgericht. Ist aber nicht so einfach zu machen, das dauert, das kann mein Papa sehr, sehr gut. Und der macht das dann halt ab und zu mal. Würde dir auch sehr gut schmecken. Weil mein Sohn liebt das auch. Was ist dein Lieblingsverein neben den FC Bayern? Kann ich dir nicht so genau sagen. Ich habe natürlich der HSV und St. Pauli spielen immer eine wichtige Rolle, weil ja, die Ex-Vereine. Das sind meine Ex-Vereine. Da bin ich aufgewachsen, da habe ich gespielt in der Jugend. Aus der Stadt komme ich. Hast du beim Spielende gegen Köln auch auf Müller sein Handy geschaut,
wie Dortmund spielt noch. Ja, klar. Irgendwie hat irgendjemand, ich glaube auch Thomas, gesagt, das Spiel ist aus, wir sind Meister. Aber dabei haben die sogar noch 1-2 Minuten gespielt in Dortmund. Das Spiel war noch gar nicht aus. Also Verzögerung. Von daher bin ich einfach nur happy, dass die wirklich nicht gewonnen haben, die Dortmunder, und dass wir Meister geworden sind. Wie war die Heimreise nach dem Spiel gegen Köln, wo ihr Meister wurdet? Ja, die war der Hammer. Also wir haben gesungen, wir haben zum Teil getanzt im Bus, am Flughafen haben wir getanzt und gesungen. Also das war... Hast du Bilder gesehen, ne? Also es war echt eine sehr, sehr gute Stimmung. Gegen welchen Verein war dein schönstes Tor? Gegen welchen Verein war mein schönstes Tor? Mein schönstes Tor. Also ich würde sagen, welches Tor mir direkt in den Kopf kommt, ist jetzt das Tor gewesen in dieser Saison gegen Inter Mailand. Hast du das gesehen? Der Weitschuss in der Champions League? Das gehört auf jeden Fall zu meinen schönsten Toren. Ja. Was war dein bestes Spiel bisher beim FC Bayern? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich kann jetzt nicht sagen, das Spiel war mein bestes Spiel, ehrlich gesagt. Welches Spiel natürlich sehr besonders für mich war gegen Paris Saint-Germain, wo wir hier zu Hause gewinnen mussten, um weiterzukommen. Und da habe ich ja sogar das 1:0 geschossen. Und gegen meine alten Freunde, kann man sagen. Das war natürlich auch was Besonderes. Meine Frage ist, was trägst du am liebsten? Was trage ich am liebsten? Ach, was trinke ich am liebsten? Ja. Also ich trinke natürlich am meisten Wasser. Aber was trinke ich am liebsten? Ich trinke auch Apfelscholle sehr, sehr gerne. Was mit Cola? Ja, Cola ist auch manchmal echt nicht schlecht. Ja, Cola ist auch lecker, aber trinke ich ganz wenig, ganz, ganz wenig. Manchmal, wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, dann ist Cola okay. Wie findest du den FC Bayern Kids Club? Ja, cool. Cool, ich kenne nicht alle Kinder, die da drin sind, aber ich habe euch jetzt kennengelernt und ihr seid alle gut drauf. Ihr seid alle cool. Von daher finde ich den Kids Club sehr gut. Wie findet ihr den? Mit Bernie. Bernie ist cool, ne? Trommelgewitter. Aber jetzt fehlt jemand. Wer kommt denn noch da rein? Hello! Hey! So, Bernie ist da. Hat es euch allen Spaß gemacht? Ja!